Nach 510 Kilometer habe ich Elf verlassen und laufe ich jetzt in ein kleines Waldstück, sieht das aus. Guten Morgen, Leute. Hier ist der Theo wieder mit ein neues Video und eine neue Wanderung. Und zwar nach die Kapelle von Düngelroy. 22 Kilometer jetzt, statt 20,5, die es erst waren. Weil Sonntag habe ich die einfach abbrechen müssen. Weil der Parkplatz, wo ich anfangen sollte, existierte nicht. Und das war ein Problem. Dann ich habe das mal gehabt in Wegbergen. Da sagte Komoot dann bei der Gemeinde, das Gemeindehaus, ja, es ist fertig, ciao, ciao. Seh mal, dass du deine Autos findest. Also das passiert mir kein zweites Mal mehr. Und da ich in der Nähe keinen Parkplatz finden konnte, habe ich einfach beschlossen, die Tour zu beenden. Und jetzt habe ich die angepasst mit einem anderen Parkplatz, wo ich schon wusste, dass er existiert. Und laufe ich die jetzt am Dienstag, den 29. April. Ich sehe auch schon ein bisschen Wasser neben mir, ne? Sieht mir aus wie eine Moorlandschaft. Ja, ich laufe mit neuem Equipment, neue Kamera, Insta-X4, neue Mikros, Wireless Go 3.0. Und da hatte ich gestern schon im Montag-Wanderung hatte ich schon ein Problem, ne? Da waren die Mikros schon vorzeitig leer. Also da muss ich jetzt darauf achten, dass die Mikros mehr ausschalten und zwischendurch laden muss, ne? Das sind 22 Kilometer heute. Und das Wetter ist super, wird wieder bis zu 20 Grad. Die Sonne scheint, wie ihr seht. Das ist jetzt noch ein bisschen frisch, aber das wird sich sehr schnell ändern. 1,51 Kilometer. Da geht er. Das sind mehr Tiere.
3,59 Kilometer und wir kommen in Schwartbroek, Gemeinde Weert. Und ich muss hier geradeaus, also ich gehe auch wieder gleich draußen. Ja, da ist das Dorf. Wir gehen geradeaus und laufen hier wieder im Wald hinein. Nach 4,63 Kilometer verlassen wir Schwartbroek wieder. Und haben noch 17,4 Kilometer zu laufen. Das wird jetzt schon, ist es richtig warm. Herrlich. Ich denke, so zu sehen gehen wir wieder im Feld oder im Wald hinein. Ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Nach 6,9 Kilometer und 15,19 Uhr zu gehen, 5,09 zu gehen, kommen wir wieder in Schwartbroek. Sind wieder zurück und müssen hier nach links. Da geht man wieder raus, ne? Also wir gehen wieder nach links. Das ist die Tüngelreuße Beek, also der Tüngelreuße Bach, den man hier sieht. Nach 6,77 Kilometer, 78, noch 15,3 zu gehen, verlassen wir Schwartbroek über einen Feldweg. Und hier sind Polen mit den Spargel dran. Ja Leute, 7,15 Kilometer, 14,9 zu gehen, Kempenbroek. Hier ein schöner Tümpel, ne?
Und hier ist auch Matsch, aber da kommt man rum. Eine kleine Brücke. Oh ja. Hier ist ein kleiner Fluss. Und hier ist richtig Matsch. Oh la la. Mal schauen. Ja, es geht. Und dann gehen wir über die nächste. Und neben uns ist das Wasser. Hier auch. Uiuiui, das sieht sehr schlecht aus da. Aber da liegt Holz. Heiliger Scheiße. Der Matsch hat uns wieder. Da. So. Da habe ich wieder einen. Da entlang der Seite. Und dann gehen wir wieder weiter. Matsch. Wasser. Sla over 40 meter. Na, das war mal ein Erlebnis, ne? Aber das war es noch nicht. Hier gehen wir wieder über das Wasser. Unglaublich. Dann gehen wir wieder zurück im Wald. Ne? Recht ein großes Wasser so zu sehen. Kann man schlecht sehen, ne? Da liegt ein ganz großes Gewässer. Ich komme da nicht richtig ran.
Na Jungs. Und? Alles gut? Hier sieht man Vögel fliegen, hier sieht man alles. Das ist unglaublich. ...11,2 gelaufen, 11,2 zulaufen. Also wir haben die Hälfte erreicht und es ist 1 Uhr mittags. Wir laufen schon seit 10 Uhr, also müssen wir noch 3 Stunden bis zum Auto. Ja, habt ihr auch gehört, der Kuckuck, ne? Der Kuckuck ist wieder da. Ja, schöne Wanderung bisher. Sehr schön. Viel Wald, viel Natur. Richtig gut. Eigentlich schon meistens Wald. Ein bisschen Felder zwischen Bächen durch, ne? Manchmal ist es ein bisschen schwierig navigieren mit Komoot, aber naja, auch das gehört dazu. Gesundheit, danke. Manchmal ein bisschen schwierig manövrieren mit Komoot, ja. Dann sagt er links und dann muss ich geradeaus. Das ist unglaublich, was das Problem mit Komoot ist. Also noch 11,1 Kilometer noch. Bis im Auto. Ja Leute, es summt hier, das ist unglaublich. Es sind wahrscheinlich alles so zu sehen Bienen. Sehr viele. Heiliger Scheiße. Weiß nicht, was da ist, aber es sind sehr viele. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe nicht, dass die Kinder haben. Das ist doch schon gewaltig, ne? Und es kann sein, dass wir uns hier in Düngelroy befinden. Ich habe keine Ahnung, aber denke ich schon. Nach 11,8 Kilometer und 10,6 zu gehen. Kann sein. Es geht ja zu die Kapelle von Düngelroy. Nach 12,2 Kilometer, 10,2 zu gehen, kommen wir an die Kapelle. Also das ist, was ich dachte, das muss dann Düngelroy sein. Das ist auch schon eine sehr große Kapelle. Ne? Eine sehr große Kapelle, wenn das eine Kapelle ist. Sieht ja mehr wie eine Kirche aus.
drauf. Automatische Türen. Nach 12,9 kilometer, 9,6 zu gehen, verlassen wir Weert. Also wir waren noch nicht in Düngeroi, das war eine Kirche oder eine Kapelle in Weert, was das. Unglaublich. Also ich muss noch 2,56 Kilometer auf diese Straße. Und dann werden wir weitersehen, dann muss Düngeroi noch kommen. Okay. ...15,9 Kilometer gelaufen, 6,68 zulaufen. Und wir kommen in Düngeroi. Und wir dürfen nur 30 Kilometer pro Stunde laufen. Also muss ich ein bisschen Gas zurücknehmen, ne? Ist kein Problem. Also ich hatte ein ganzes Stück, eine große Straße. Das war schon richtig scheiße. Ich glaube 3 Kilometer. Und die Schlimmsten sind nicht die Autofahrer, sondern die Fahrradfahrer und die Mofa-Fahrer. Ne? Da musst du immer gut schauen. Also jetzt werden wir dann irgendwo die Kapelle sehen. Nach 17,2 Kilometer und 5,4 Kilometer zu gehen, verlassen wir Düngerlach. Also nur eine gute 5 Kilometer bis zum Auto. Und es ist 2 Uhr und 11 Minuten, also 14:11 Uhr. Also 1,5 Stunde, denke ich schon, ja. 3 Uhr beim Auto. Ich denke, das wird schon gehen. Wahrscheinlich ein bisschen früher. Ich werde mal ein bisschen Gas geben.
Wenn man hier steht, sind sie alle still. ...21,7 gelaufen, 980 Meter zu laufen. Also ich laufe wieder die alte Strecke von heute Morgen. Das bedeutet, ich werde mich jetzt von euch verabschieden aus El Düngelrooi Wirtsch. Und werde es weitergeben an der Zukunft Deo. Was mir betrifft, war es eine sehr gute Wanderung. Guten Abend Leute, es ist Mittwoch, der 30. April. Und ich mache jetzt die Abmoderation von Kapelle Düngelrooi Wanderung 29.04.2025. Ja, es war eine sehr schöne Wanderung. Super Wetter. Es war glaube ich um die 25 Grad, das war schon. Ja, glaube ich schon, dass es schon war. Es war schon richtig warm. Die neuen Geräte, ja, die haben auch gehalten, was sie versprochen, ne? Das Mikro hat durchgehalten, super Tonaufnahmen, ich habe das Video schon geschnitten. Nur die Kamera muss ich die Linse nochmal sauber machen, denn da sah noch etwas drauf. Ich weiß nicht, was das war, aber ich habe die heute nochmal sauber gemacht und ich werde die auch zwischendurch mal öfter sauber machen, jetzt bei dieser Kamera. Scheinbar ist die mehr anfällig für Schmutz. Scheinbar, ich weiß es auch nicht. 22 Kilometer gelaufen, 22,6 sehe ich schon. Und ich brauchte dafür 4 Stunden und 55 Minuten, also noch keine 5 Stunden. Mit 4,6 Kilometer pro Stunde. 30 Meter hoch, 30 Meter runter. Ja. Ja, es war schon gewöhnungsbedürftig mit den neuen Geräten, ne? Ich habe auch keine Vorbeilaufszene noch gemacht. Das würde das für Sonntag. Für die 38. internationale Asperge-Wanderung in Sint-Julienberg ist die, ja. Das kommende Sonntag gehe ich dahin. Also, da weißt du das auch schon. Das wären 23 Kilometer wird das. Ja, es war natürlich eine Wanderung mit sehr viel Natur. Ich habe teilweise Fotos gemacht mit die Insta360 X4. Und das sind verdammt schöne Fotos geworden. Ja. Ich muss mal eben sehen. Ich kann es ja sehen im Format von den Fotos. Das ist eine von Insta X4. Ne? Das sieht man schon. Das ist ein verdammt schönes Foto. Das ist auch eine vom Insta. Das auch. Das nicht. Das ist vom iPhone. Sieht schon am Format, ne? Bei iPhone ist es eckig, viereckig. Und das ist 16:9. Aber das geht bei Komoot nicht. Die kannst du nicht machen, 16,9. Das ist auch einmal iPhone. Auch vom iPhone, das ist Spurg von Schwartbroek. Da sieht man das nochmal besser. Die Kirche auch mit dem iPhone. Und das hier ist wieder ein Foto vom Insta 360 X4. Das ist wieder iPhone, ne? Das ist auch ein X4. Das Einzige, was ich sehe mit die Sonne, dass man immer das kriegt, ne? Ich weiß nicht, ob ich da etwas machen kann. Das hatte ich bei einem alten Kamera ja auch, ne? Und der iPhone, der hat das nicht. Das war die Innenaufnahmen vom Insta 360 X4. Und man sieht auch hier in die Aufnahmen, dass da Flecken drin sind. Da muss ich doch... Ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe die schon wieder gereinigt, die Linse. Das iPhone, das ist auch iPhone. Das ist die Mühle und ein Pferdchen. Das ist ein Vogel. Ich weiß nicht, was das für ein Vogel ist. Der machte sehr komische Geräusche.
Alles vom iPhone. Das ist wieder vom Insta, das siehst du wieder, das schießt einfach raus, ne? Die macht super Fotos. Das ist auch vom Insta. Aber da war noch ein anderes Foto vom Insta. Das sind diese Fotos hier. Da sieht man besser, dass die Linse ein bisschen schmutzig ist. Hier geht es einigermaßen, muss ich sagen. Hier sieht man es. Da sieht man sie von außen. Hier sieht man es ganz schlimm. Sieht man auch im Video. Das ist ein bisschen schade, aber kann nichts machen. Im Display sehe ich das nicht. Und hier die Jungs, die waren sehr süß, ne? Lamas. Guck mal, schöne Jungs. Kannst mal schön mit spucken mit die, ne? Die können das gut. Ja, da habe ich auch gemacht, Aspergertocht, Wandertocht, Hünschel. Sonntag, 18. Mai, muss ich mal sehen, wie meine Planung ist für meine Arbeit. Sonst gehe ich da auch hin, weil da gibt es 6, 12, 18 und 30 Kilometer. Und ich habe natürlich Interesse in die 30 Kilometer. In Hünschel haben wir ja schon gelaufen in Hünschel. Das war die Wanderung von dem Schloss in, wo war es wieder? Gratem, wo die Frau hinter mir her war, ne? Immer sind die Frauen hinter mir her. Ich begreife das nicht. Ja, ich bin einfach ein schöner Kerl, ne? Das mögen die Frauen. Päh. Auch wieder eine schöne Kirche mit Insta gemacht, ne? Die macht schon richtig gute Fotos. Das ist in die Kapelle in Düngelrooi. Ja, das war die Kapelle in Düngelrooi, ja. Das ist auch die Kirche von Düngelrooi. Das war alte Fenster aus einer Schule, die abgerissen haben. Und die haben die Fenster gerettet. Na, das ist mal was, ne? Die Mühle in Düngelrooi, gibt es auch eine Mühle, ja. Dann gibt es hier ein schönes Wasserchen, da stand ich, ja, da waren die Frösche, ja, da stand ich mit meiner Kamera, da war es sehr laut mit den Fröschen und ich stand da mit meiner Kamera und die waren alle still. Es war richtig zum Kotzen. Wie ich da noch nicht dran war, da war die waren am Quaken und das machen und das war ein Fest da von den Fröschen und stand da mit meiner Kamera und die waren alle still. Ach, man kann es einfach nicht fassen mit den Viechern. Hatten wir noch ein Kreuz, ne? Und die letzte, das war ein L, wo ich gestartet bin. Wo ich den Anfang gemacht habe, dahinter stand mein Auto. Hinter dieser Hecke. Ja. Schöne Fotos. Die meisten sind alle auch im Video, nicht alle. Es sind ein paar, die sind nicht drin. Aber die meisten habe ich auch im Video verwendet. Okay. Ja, das war es eigentlich für dieses Video. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon fand. Gebt das Video einen Daumen hoch. Dann ist es ja ein ganz neues Format, ne? Komplett in Stereo. Ja. Die Abmoderation, nein, nicht. Das stimmt, haben Sie recht. Da habe ich einfach ein Studiomikrofon für. Ja, das ist nicht Stereo, aber brauche ich auch nicht für die Abmoderation. Aber der Rest des Videos ist alles komplett Stereo. Von die Musik bis die Aufnahmen, alles ist Stereo. Und das ist schon, ich habe das jetzt mal, das klingt ja einfach super. Mehr kann ich nicht sagen. Man muss es selber erleben. Und dann sagt es weiter. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, Ihr Theo.